Ja, Paul, wir sitzen hier im Archiv Charlotte Posenenske. Wie schön, wir wollen uns über Posenenske unterhalten. Burkhard Brunn hat ja nach dem Tode von Charlotte Posenenske 1985 mit der Künstlerin noch gemeinsam definiert, sozusagen, was ist der Werkzusammenhang, welche Skulpturen werden in Reproduktionen weitergeführt. Und es gab eben das Archiv der Schriften, der Bücher und jetzt eben hier zusammengefasst mit Werken. Also wie schön, dass wir hier sitzen dürfen. Mehdi Chouakri hat vor einigen Jahren die Verantwortung übernommen, dieses Archiv mit Burkhard Brunn weiterzuführen. Das ist also ein Anlass, warum wir hier sitzen. Aus deiner Perspektive? Ja, aus meiner Perspektive eigentlich genauso. Also zum einen finde ich schön, dass das Archiv in Berlin betreut wird. Denn Charlotte war aus Offenbach und hat zwar in Frankfurt und woanders viel gemacht, aber hier, denke ich, ist es gut aufgehoben. Und indem es also von Mehdi betreut wird, zusammen mit Burkhard, geht es gleich an die nächste Generation. Und es ist inzwischen auch sehr viel passiert, weil aus dem Archiv heraus wird auch gearbeitet. Es ist ja kein passives, sondern ein sehr aktives. Die großen Ausstellungen, unter anderem der Grund unseres Gesprächs ist die große Retrospektive jetzt im K20 in Düsseldorf. Diese großen Ausstellungen, Barcelona oder New York oder Beacon, werden von hier aus beschickt und bestückt. Und insofern hat das wirklich eine gute Funktion. Außerdem wird hier gesammelt, was an Archivmaterial jetzt in Form von Publikationen, von Veröffentlichungen dazu kommt. Das ist das eine. Zum anderen aber freue ich mich, dass wir uns darüber unterhalten, weil nicht nur, weil wir uns lange kennen, sondern wir kennen uns mit und durch Posenenske gewissermaßen. Ich muss vielleicht mal erwähnen, dass mit Frau Dr. Wiehager wirklich jemand im Spiel ist, der sich theoretisch wie praktisch mit Posenenske fabelhaft auskennt. Zum einen durch eine substanzielle Monographie als Herausgeberin und zum anderen eben durch ihre Arbeit für die Daimler Art Collection, die sich sehr aktiv um Positionen bemüht, zu denen Posenenske nicht nur zählt, sondern wo sie eine große Rolle spielt. Denn die praktische Arbeit durch die Sammlung, einmal durch den Erwerb, aber auch durch die vielen, vielen Ausstellungen, wo sie immer wieder auftaucht, hat ihr natürlich auch so eine gewisse internationale Heimat mit verschafft. Ganz kurz zusammengefasst, bei mir gab es im Grunde zwei Perspektiven, mit denen ich etwa 2002 auf das Werk von Posenenske zugegangen bin. Das eine ist, ich habe ja in den 90er Jahren, das hast du zum Teil auch verfolgt, als ich noch die Villa Merkel in Esslingen geleitet habe, eine Ausstellungsreihe gemacht zur europäischen Zero-Bewegung und habe natürlich mich mit allen Facetten der Kunst dieser Zeit damals auseinandergesetzt. Und in einzelnen älteren Büchern tauchten immer mal Abbildungen auf von einer Künstlerin Posenenske. Man sah merkwürdige, unattraktive Metallrohre entweder in einer Galerie rumliegen oder auf dem Frankfurter Flughafen. Und ich habe in den 90er Jahren, ich habe nicht wirklich verstanden, worum handelt es sich eigentlich bei diesem Werk. Ist es eine Minimal-Position, die nicht wichtig wurde? Warum dann nicht? Kommt das aus dem konkreten, konstruktiven her? Wo kommt es her? Und die andere Perspektive war, dass ich um 2000 herum für die Daimler Art Collection eben in der zeitgenössischen jungen Kunst recherchiert habe. Da kamen gerade Künstler frisch nach Berlin wie Anselm Reile, wie Katja Strunz, Gerold Miller und natürlich im internationalen Kontext, sagen wir mal, Künstler wie Liam Gillick, Angela Bullock, viele andere. Also das war eine Generation, die nochmal ganz neu auf Traditionen der amerikanischen Minimal Art geschaut hat und auf europäische Vorläufer. Also es tauchten plötzlich auch sozusagen Künstler auf wie Max Bill, die durfte man wieder anschauen, oder Erwin Herich oder anderes. Und dann kam ich eben 2002 in eine Galerie in Frankfurt, die Galerie AK, Konstantin Adamopoulos, der mit Burkhard Brunn zusammen eben eine Ausstellung kuratiert hatte zum Werk von Charlotte Posenenske. Und ich hatte plötzlich das Gefühl, als ich in dieser Ausstellung stand, wo frühe Arbeiten zu sehen waren und eben die Metallreliefs, ich stehe in einer Situation, die so eine Art Missing Link ist für mich. Ich habe zum einen verstanden, wie bestimmte Aspekte der Kunst der 60er Jahre gewissermaßen sich zusammenfinden im Werk von Charlotte Posenenske. Sie hat das einfach die interessantesten Momente aufgegriffen und hat, was natürlich völlig neu war für die Zeit, Aspekte von Bewegung, Veränderlichkeit, Dynamik, Offenheit des Werkbegriffs mit eingebracht. Und ich konnte mir vorstellen, dass eine junge Generation 2002 da nochmal ganz neu hinschaut. Und ab da habe ich eben angefangen, für uns für die Sammlung zu kaufen und es eben auch international auszustellen. Ja, diese Entdeckung hat große Ähnlichkeit mit der Entdeckung Posenenskes auf der Documenta. Genau, es waren 2007. lauter wohlinformierte Leute, die sich wunderten, dass sie darüber nichts wussten und hingerissen waren. Absolut, ganz Tatsächlich wichtig. ist es aber auch so, wenn man heute Posenenske sieht, also gerade diese großen Metallelemente, die in immer neuer Form auftauchen, in jedem Foto sehen sie anders aus, in jeder Ausstellung sehen sie anders aus.
sie haben immer etwas erstaunlich Heutiges. Genau. Das heißt also, Posenski ist im Grunde ein bisschen ihrer Zeit voraus, wenn man so will, und deswegen aber auch heute nicht endgültig angekommen, denn mit dem Werk schlagen sich, man muss nur die Zeitungskritiken lesen, Leute immer noch herum. Absolut, genau. Und gleichzeitig aber, obwohl es so statuarisch festgefügt scheint, es ist ein völlig offenes System. Und das ist wahrscheinlich das Geheimnis des Erfolges. Es gibt ja diese 3 Aspekte, die das Werk hat. Das eine ist der Entwurfsprozess der Künstlerin, die wirklich am Schreibtisch zeichnet, wie sie mit ihren skulpturalen Arbeiten umgehen will für verschiedene Räume. Es gibt die Werkstätten, die diese Dinge produzieren in ihrer Zeit, eben Metallwerkstätten, Autolackierereien, mit denen sie arbeitet. Und sie hat eben schon mit einbezogen in ihre Konstitution des Werkbegriffs, dass es den Betrachter, mit ihrer Begrifflichkeit den Konsumenten gibt, der diese Objekte entweder imaginativ oder eben real im Raum verändert. Also das ist das, was eben wirklich die Position, also was die Offenheit auf 3 Stufen praktisch ausmacht und eben in diesem Sinne für neue Generationen auch immer wieder anders rezipierbar. Dieses Spielerische, was darin ist, jetzt Das nicht ist wichtig, spielerisch ja. im Sinne von leichtsinnig, sondern von Freiheit. Genau. Dieses Spielerische reizt natürlich auch in jeder Ausstellung, Ja. was zu probieren, was es noch nicht gab. Es gibt so einige Grundformen, die wiederholen sich immer, weil die einfach so schön, so klassisch und so, ja, also kanonnah scheinen. Aber es gibt dann eben auch das Spiel, was einmal durch die verschiedenen Formen, durch die verschiedenen Elemente, durch die verschiedenen Farben möglich ist und auch reizvoll ist. Aber dann letzten Endes, also in den Serien, die mir besonders liegen, gibt ja Charlotte ganz genau vor, wie weit du gehen kannst. Du kannst es kombinieren, du kannst also Permutationen machen, aber die Anschlussstellen, sprichwörtlich, da wo die Dinge zusammengesetzt werden, die Elemente zusammengesetzt werden, die stehen fest. Also sie gibt ja schon die Marschrichtung vor, aber marschieren musst du dann selber. Ja, ne? das stimmt. Das ist sehr schön ausgedrückt. Paul, wir gehen nochmal aus der Gegenwartsdiskussion nochmal ganz zurück in das Jahr 1951. Charlotte Meyer, so ist ja ihr Mädchenname, beginnt 1951 ein Studium bei Willi Baumeister in Stuttgart an der Akademie. Damals, wir kennen ihn heute nur als etwas altmodischen Maler, damals ein wirklich tonangebender Künstler in Deutschland, nicht nur als Maler, sondern auch als Theoretiker, das Unbekannte in der Kunst, als jemand, der auch im politischen Diskurs unterwegs war. Das ist also 51, beginnt sie also dort Malerei zu studieren und 52 schon fängt sie eine Ausbildung an in Lübeck als Kostüm- und Bühnenbildnerin. Über etwa 10 Jahre bis in die 60er Jahre rein entsteht dann eben das bildnerische frühe Werk, meistens auf Papier, sehr reduzierte, serielle Strukturen, Raster, Punkte, eigentlich auch schon, finde ich, sehr konzeptuell. Wie siehst du von heute aus, wie siehst du das so im Horizont der 50er Jahre? Also zum einen natürlich, wir haben uns wirklich sehr konzentriert auf die Posenenske, wenn man so will, nach Posenenske, also die Objekte. Das stimmt, ja. Also, und die frühen Arbeiten ein bisschen außer Acht gelassen. Auch Charlotte hat die, wenn man so will, nicht vor sich hergetragen. Aber was für mich in diesen Papierarbeiten so deutlich wird, ist diese Suche und dieses Streben. Es geht nicht um schöne Bilder und es sind auch keine gestischen Äußerungen, sondern Charlotte keine Exaltation, sehr diszipliniert bei aller Geste. Ja. War sie ja auch als Person. Sie konnte furchtbar trocken sein, aber auch sehr leidenschaftlich. Aber im Grunde, die ließ sich selber kein X für ein U vormachen und hat 10-mal hinterfragt. Aber diese Zeichnungen selber, die sind mir eigentlich auch erst bewusst geworden posthum. Also ich konnte in der Zeit, als ich mit Charlotte, mit der ich ja sehr gut befreundet war, also über Jahre, die stand nie zur Diskussion. Also es war das posenskische Werk, was mit ihrem Erscheinen ab, sagen wir mal, Mitte der 60er Jahre in Galerien und dann in Ausstellungen stattfand. Also sie hat eine Auswahl dieses frühen Werkes bewahrt. Das zeigt, sie hat selber durchaus gesehen, dass diese frühen Papierarbeiten auch ein bisschen einen intellektuellen Weg mit dokumentieren hin zu der Posenenski, wie wir sie eben kennen. Ja, natürlich. Ich meine, was uns heute bei Posenenski so vor Augen steht, wäre sicher nicht denkbar ohne die Zeichnung. Insofern sind die ungeheuer wichtig. Das sind Wegmarken. Genau. Und in sich aber oft eben ungeheuer schöne und reizvolle. Ja. Also nicht, weil man spürt bei allem, was sie ausprobiert, immer das ist nicht mal so dahingemalt, sondern sie will was. Genau. Und was sie genau will, wusste sie wahrscheinlich selber nicht. Aber dann
geht es nicht um schöne bunte Blätter, sondern es geht eben um Wegmarken. Also ohne die ist, wenn man so will, Posenski nicht denkbar. Ja, genau. Aber wir haben eben mit der späteren Posenski so viel zu tun, dass wir die ein bisschen vernachlässigt haben. Ja, aber jetzt ist ja wieder viel rausgekommen. Ja, und eben ein anderer interessanter Aspekt dieser Posenenske vor der Posenenske, die wir kennen, ist eben diese dann doch jahrelange Theaterarbeit. Also sie fängt eben 52 in Lübeck an, da ist sie 3 Jahre, dann geht sie nach Darmstadt, vermittelt, glaube ich, auch über Baumeister. Darmstadt in der Zeit, Mitte der 50er Jahre, ein Ort, wo das politische Theater ganz stark wurde. Die Musikszene war da präsent. Siehst du eine Brücke zwischen der Theaterfrau, ich meine damals noch Charlotte Meyer, sozusagen, ich glaube geheiratet hat sie dann den Paul Posenenske 1955, also die Theaterfrau Charlotte Meyer Mitte der 50er Jahre und die Künstlerin dann 10 Jahre später, die mit ihren Vierkantrohren in Galerieräumen agiert, die an Abendperformances agiert, die in den öffentlichen Raum geht. Ist das eine Art Bedingungssituation, glaubst du, Naja, dass diese Theater... Also aus ihrer Theaterarbeit hat sie zumindest eins deutlich mitgebracht, das war das Handwerk. Sie war eine richtige Handwerkerin. Ah ja, interessant. Und dass sie genau. dann und Bühnenbild ist ja Handwerk, Ja. Sicherlich also literarisch unterfüttert, aber dass sie dann als Ehemann einen Architekten sich ausgesucht hat, Genau. halte ich auch nicht für zufällig, denn sie als Handwerkerin, der Architekt als Planer, das verbindet sich in dem späteren Werk sehr, wenn sie am Tisch sitzt, wie du sagst, und ihre Zeichnungen macht und die Herstellungsanleitungen und dann in der Fabrik werden diese Lüftungsschächte fabriziert. Das ist ganz nah an der Architektur und ich weiß, der Austausch zwischen beiden war wirklich intensiv. Also das war eine wirklich produktive Partnerschaft. Und Paul Posenenske, der auch ein sehr guter Architekt war, also eine Dozentur hat in Kassel, hat ihr sicher geholfen, auch bei der Umsetzung ihrer Pläne, zum Beispiel, wie macht man was. Aber Charlotte als Handwerkerin, man sieht manchmal noch Fotos, wo sie mit der Sprühpistole ihre Objekte selber sprüht und alles, was man selber machen konnte, hat sie natürlich selber gemacht. Aber die konnte den Handwerkern sagen, wo es lang geht. Bühnenbild bedeutet ja auch in großen Maßstäben zu denken. Also für sozusagen, es muss ja so nach Hunderten vielleicht zählendes Publikum muss gewissermaßen also sozusagen den Kern einer Handlung im großen Maßstab nachvollziehen. Also das ist das eine. Und das andere ist, Theater ist immer kooperative Arbeit. Du kannst kein Bühnenstück machen, kein Theaterstück, ohne dass du eben alle beisammen hast und alle zusammenwirken auf ein dann temporär limitiertes Ergebnis hin, nämlich den Abend des Theaterstücks. Also da müssen wirklich alle kooperativ zusammenarbeiten. Und ich denke, da haben wir ein paar Aspekte jetzt zusammen, die für das späte Werk dann eben ganz wichtig werden. Ja, also dieses Einbinden von anderen Leuten ist das eine, was sie am Ende ja quasi wie ein Dirigent gehandhabt hat. Sie stand da und hat gesagt, machen das und dann das und dann das. Und so wuchsen dann diese Elemente zu irgendwelchen Lindwürmern da zusammen. Aber vom Theater hat sie sich ja auch mitgebracht, die Veränderung. Das heißt, jedes Bühnenbild ist im Grunde in Veränderung, von Akt zu Akt, von Szene zu Szene. Das Licht wechselt, also diese Beweglichkeit war ihr sehr wichtig. Und der erwähnte Baumeister war für sie wirklich so ein Säulenheiliger. Ja. Ja, interessant, was man eben kaum glauben will, wenn man das späte Werk von Posenenske sieht. Das bleibt verblüffend. Es ist dann so, in den frühen 60er Jahren, sie stellt ja einmal aus 1961 Galerie Löhr, dann einige Jahre nicht. Sie lernt Peter Röhr kennen im Frankfurter Umfeld und sie steigt dann wieder ein, sozusagen in die Ausstellungstätigkeit 1966. Da macht die Galerie Dorothea Löhr macht eine Ausstellung mit den Papierarbeiten. Und ab da beginnt eben die Konzeption der skulpturalen Serien, also die Serien A und B zunächst, wo praktisch Metallreliefs, wo sie Metallreliefs konzipiert, die schon fixe Maße haben. Sie definiert, dass sie mit RAL-Farben arbeitet, dass sie mit Werkstätten zusammenarbeitet. 65, 66, da bist du schon in New York und verfolgst, man kann sagen, den Aufbruch der Konzept- und Minimal Art in New York. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen über deine Zeit in New York, weil das kommt ja dann wieder zusammen nach deiner Rückkehr. Naja, ich bin 1965 nach Amerika gegangen und damals noch richtig ausgewandert, sonst hätte man keine Arbeitserlaubnis bekommen. Und habe da in einer Madison Avenue Agentur gearbeitet als sogenannter Artdirektor. Das heißt nicht so genannt, sondern es war einer. und war aber schon aus meiner Frankfurter Zeit seit 1964 mit Peter Röhr, einem jungen Künstler, auch wenn man so will, ein früh vollendeter,
der nicht alt wurde, aber 1964 lernte ich Röhr kennen. Dann ging ich nach Amerika 1965. Die Idee bei Röhr war, eventuell nachzukommen, aber erstmal war sozusagen auch ein bisschen der Kundschafter, wie kann man da überleben? Genau. Denn ich hatte, glaube ich, nur meine Kamera verkauft und meine 800 Mark Erlös waren mein Ticket und mein Startkapital für New York. Hat aber ja geklappt, wie man sieht. Und dann erzählte mir Röhr in unserer Korrespondenz immer wieder von Charlotte Posenenske, die mir wirklich kein Begriff war. Ich bin ja möglicherweise in Frankfurt vor New York über den Weg gelaufen und ihrem Mann auch. Aber dann schickte ich natürlich die letzten Meldungen, was die New Yorker Kunstszene anbetraf, wo für mich der Einstieg übrigens war tatsächlich Zero. Es gab eine Galerie Howard Weiss in New York und die zeigte Künstler aus diesem Zero-Umkreis, die für uns die uns in Deutschland wirklich, das war das höchste der Gefühle. Ja, also wenn man Zero weit genug verstand, von Manzoni bis Lo Savio und nicht immer nicht nur Uecker vor Augen hat oder Pine Mack. Und ich merkte da plötzlich, passierte was mir auch selber vom Temperament, vom Hintergrund sehr lag, weil der Lehrer, dem ich im Grunde meinen ganzen Zugang zu Kunst und zum Teil auch zum Leben verdanke, war Max Borchardt, ein alter Bauhäusler. Und die Literatur, die wir lasen, war sowas wie Max Bense, die präzisen Vergnügen. Ja, genau. Und das, was da in New York passierte, ich rede jetzt von Agnes Martin oder Soluit von Karl Andre, das traf wirklich auf den Zeiger. Mhm. Und die Ausstellung Primary Structures im Jüdischen Museum, wie zuvor The Responsive Eye, wo es noch um Optical Art ging, die uns ja auch nicht ganz fremd war. Genau. Mhm. Und dann für mich als Höhepunkt oder als Kulmination dann. Ja, wenn man so will, war eine Ausstellung, die Soluit gemacht hat. Der Künstler Soluit hat im Auftrag der Galerie Dworn eine Ausstellung gemacht, die ist 10. Ja. Und in dieser Ausstellung fand man dann alle Namen, die uns heute einfallen, wenn wir von Minimal Art reden. Allerdings, wenn man so in einem Atemzug von Minimal und Conceptual Art spricht, dann überspringt man, glaube ich, einen zu großen Zeitraum. Und über die konzeptuelle Seite kam wirklich hinterher. Mhm. Das war, wenn man so will, die Vorarbeit bei Soluit ist durchaus konzeptueller Natur, aber die eigentliche Conceptual Art, die ja dann auch sehr analytisch und sehr sachlich und sehr sprachbezogen wurde, kam ja dann erst später und war für mich dann der berufliche Einstieg mit einer eigenen Galerie in Köln in 1970, 71. Genau. 65 reist ja übrigens auch, aber da kanntest du sie eben noch nicht bewusst, reist Charlotte Posenenske mit ihrem Mann Paul nach New York. Man weiß immer noch nicht ganz genau, wie lange waren die da, was haben sie genau gesehen. Aber sicherlich wird ein Aspekt gewesen sein, dort zeitgenössische Architektur anzuschauen, denke ich, aber natürlich auch schon erste Entwicklung in der Kunst. Sie kommt dann zurück, beginnt eben 66 auszustellen und an eben diesen Serien der skulpturalen Objekte zu arbeiten. Du bist Anfang 67 vermutlich zurückgekommen. 67 bin ich zurückgekommen, ja. Genau, und dann kommt sozusagen ein ganz dicht gestaffelter Parcours von Ereignissen, die euch beide dann verbinden. Und das beginnt im Prinzip, kann man sagen, also als öffentliches Ereignis mit der Ausstellung Serielle Formationen, oder? Also die hast du Anfang 67 begonnen zu planen mit Peter Röhr. Ja. Zum einen muss man sagen, also wir drei waren ein bisschen wie ein Dreigestirn, wenn man so will, auch noch Paul Posenenske dabei im Hintergrund, ja, weil der immer sehr fördernd war. Die Situation war eigentlich die einer Notgemeinschaft, muss man sagen. Wir hatten nicht viele Gesprächspartner. Es gab einen Künstler, mit dem Röhr sehr freundschaftlich war, Thomas Bayerle, ja, genau, der auch sehr gut auch heute noch über Röhr sprechen kann. Ja. Und ich brachte sozusagen meine Erkenntnisse aus New York mit, genau, und meine Verbindung. Und deswegen gelang uns, eine Ausstellung zu machen, die auf Peter Röhr zurückgeht als Idee, weil er sagte, es gibt so viele Leute, die arbeiten seriell, und zwar international. Mhm. Und alles wird immer in einen Topf geworfen. Und es ging der Ausstellung darum zu zeigen, das, was oft so verwandt und ähnlich aussieht, hat aber ganz verschiedene Quellen und ganz verschiedene Zielrichtungen, ganz verschiedene Anliegen. Wenn man also, weiß ich nicht, Kuno Gonschor nahm aus dem Ruhrgebiet und Agnes Martin daneben, dann mochten da vielleicht für manche Ähnlichkeiten sein, aber die hatten, wenn man so will, außer der Erscheinung miteinander wenig zu tun. Absolut, genau. Und diese Ausstellung, die in der Studentengalerie, die es damals noch gab, in der Frankfurter Universität, zeigte dann, wenn ich mich richtig erinnere, an die 60 verschiedene Künstler und Künstlerinnen aus Europa und ich glaube
68 Hier, oder, da, warte ist mal, er, oder wie? da ist er. Da ist der Katalog, genau, da. genau. Und 48 Künstlerinnen und Künstler, 48. 62 Werke, Ja, was daher natürlich, die- ich ja. meine, das war ja im Grunde ein langer Flur, Ja. diese Studentengalerie, also ein unglaublich dichter Parcours. Und eben, ich meine, wenn ich nochmal die Namen, hier, weil ich es gerade nochmal vor mir sehe, Karl André, Dan Flavin, Donald Judd, die meisten von ihnen zum ersten Mal eigentlich ja. präsent in Europa. Yayoi Kusama, Sir Lourdes, eben Agnes Martin, Frank Stella, Victor Vasarely und Andy Warhol. Das alles unter dem Label serielle Formation. Ja. Und das Interessante ist ja, es gibt diese wunderbare Publikation, die ihr gemacht habt, damals 67. Wir haben 2017 eine Ausstellung gemacht hier in Berlin, serielle Formation sozusagen reconsidered, wo wir mit ähnlichen Werken eben nochmal uns daran erinnert haben. Und erst vor 2, 3 Jahren ist die fotografische Dokumentation aufgetaucht, dieser Ausstellung, was ja ganz toll war. Man konnte plötzlich wirklich die ganze Ausstellung auch nachvollziehen. Ja. Ja, das ist eben so wirklich das Brot der frühen Jahre. Man muss sich vorstellen, wir hatten für diese Ausstellung inklusive Katalog, hatten wir, glaube ich, 800 Mark, um die zu realisieren. Hat geklappt. Und natürlich waren das nicht alles grandiose Werke, aber es waren alles typische, präzise, ausgesuchte Werke, an denen man wirklich begriff, was in der Zeit passierte. Ja. Und Peter Röhr natürlich, dem lag auch daran, weil der konnte auch nicht mehr hören, ach, das sieht ja aus wie sowieso. Da sagte er, guck genau hin, das ist was sehr ganz anderes. Ne? interessant, ja, absolut. Und was ja auch eine ganz wichtige Entscheidung war, du hast ja vor vielen Jahren schon das Archiv Peter Röhr an das Museum moderner Kunst in Frankfurt gegeben. Und dort ist über Jahre das gesamte Archiv eingescannt worden und es ist online alles abrufbar. Und ich sage das deshalb, weil das Tolle ist, man kann da zum Beispiel den ganzen Briefwechsel, den Peter Röhr, also als du noch in Amerika warst, hat Peter Röhr eben schon angefangen, die ganzen Künstler anzuschreiben und das kann man eben alles wunderbar da nachvollziehen. Also es ist ein toller Stoff, was da auch diskutiert wurde zwischen den Künstlern. Ja. Zu Röhr muss man vielleicht noch eins sagen, dass der in Frankfurt auf relativ einsamen Posten stand. Zum einen nahm man ihn aufgrund seines jungen Alters noch nicht ernst. Der ist 1944 geboren und starb schon 1968. Der ist knapp 24 Jahre alt geworden. Aber in diesen Jahren von 64 bis 66, 67 ganz bedeutendes eine Werk, ungeheure Arbeitsleistung, aber vor allen Dingen auch dieses Verzahnen von Feldern und auch von Leuten. Und Charlotte Bosenske fand in ihm natürlich einen wachen, schnellen, zwar humorvollen, aber nicht leichtsinnigen Gesprächspartner. Und die beiden haben sich fabelhaft verstanden und ich mich auch natürlich mit beiden. Wobei auch bei beiden Künstlern, und das ist ja im Grunde die große Kurve, in die dann alles einbiegt, bei beiden Künstlern, wenn man so will, das Gesellschaftsbewusstsein immer stärker wurde, also auch das Politische. Ja. Ohne dass einer von beiden sich als politischer Künstler oder Künstlerin gesehen hätte, waren sie politisch, denn die konnten sich beide die Kunst ohne Gesellschaft nicht denken, logischerweise. Und niemand war weiter weg vom Elfenbeinturm als Bosenske und Röhr. Und ich denke, Peter hat für Charlotte auch gewisse Dimensionen eröffnet, die ihr in ihrer konzentrierten Arbeit sonst entgangen wären. Dazu gehört auch ein gewisses Pop-Element, denn neben dem Politischen, wir reden jetzt ja von 68, wenn man so will, wo alles dann explodierte, es gab davor aber auch diese große Befreiung durch die Hippie-Bewegung in Kalifornien. Man hat das heute auch vergessen, aber plötzlich kam ein Spiel rein, eine Leichtigkeit und ein Umgang einer Generation miteinander, wie es in Deutschland so gar nicht gegeben hat. Denn wir aßen noch sehr viel Schwarzbrot zu der Zeit. Wir sind also jetzt im Sommer 1967. Sie arbeitet zu der Zeit an der Serie der Vierkantrohre, also die Serie D. Die gibt es ja eben einmal als Metallreliefs, wie sie hier auch stehen, und dann eben im nächsten Schritt als Wellpappe-Werke auch. Und in diesem Sommer 1967 bereitet ihr den nächsten Coup vor, nämlich ein Abendereignis in der Galerie Löhr, die da ein bisschen schon außerhalb von Frankfurt residierte, der Herzchenabend. Erzähl uns etwas über den Herzchenabend, was ja auch wirklich bahnbrechend war in der Zeit, was viele gar nicht so verstanden haben. Gott sei Dank habt ihr da eine Publikation gemacht, die das nochmal weitergetragen hat, aber das war ein wichtiges Ereignis. Also es ging darum, kein Happening zu machen, und das war so ein bisschen das Missverständnis, was bei manchen Leuten entstanden ist, sondern eine Kunst, also die Künstler wurden gebeten, ein Kunstwerk oder Kunstwerke zu machen, die vergänglichen Charakters waren. Das heißt, also es gab am Ende, und da kommt das Politische natürlich wieder vor,
wo nichts für den Kunstmarkt übrig blieb. Sondern macht etwas, an dem ist nichts zu verdienen, an dem ist nur was zu erkennen. Und so haben sich auch alle Künstler mehr oder weniger erfolgreich darauf eingelassen. Also Richard Long zum Beispiel ging in England durch den Wald und hat kleine Stöckchen gesucht und hat den Grundriss der Galerie, Fleur, wo das Ganze stattfand, da auf der Wiese ausgelegt, fotografiert und uns die Stöckchen geschickt. Genau. Das heißt, also solche Dinge, die klingen jetzt vielleicht ein bisschen lustig, aber die waren damals erstaunlich. Ja, das war wirklich erstaunlich. Ich schaue noch mal, was war noch? Bernhard Höcke hat Eisblöcke aufgestellt, die geschmolzen sind im Laufe dieses Abends. Es war Feuer drunter und also das Feuer fraß das Eis, im Grunde wie eine Yves Klein-Idee. Genau. Konrad Lurk. Ja, Konrad Lurk, der damals noch Künstler war und noch nicht Galerist, der hatte solche, wie man die in der Reinigung kennt, so die über die Hemden gezogen, so Plastik, wenn man die Hemden abholt. Die kommen ja als Meterware und die pumpte der mit einem Staubsauger ganz einfach auch. Und dann standen die wirklich viele Meter weit in den Himmel und bewegten sich im Wind. Es hatte also auch was sehr Spielerisches. Und da eben ist Posenenske, damit sind wir wieder bei ihr. Serie DW in dem Fall, ja, genau. Mit ihren Wellpappen-Elementen, diese großen, kräftigen Dinger, aber leicht gleichzeitig, wurden von einer Crew, weiß gekleideten Crew, aufgebaut und abgebaut und aufgebaut und wanderte so im Laufe dieses Abends, der noch viel länger hätte gehen sollen, aber dann nicht gehen konnte, weil irgendjemand war, also die Leute gerieten zum Teil außer Rand und Band. Das war eine Stimmung wie auf einem Volksfest. Peter Röhr hatte als Beitrag nur einen Film, der eine halbe Minute dauert, eben vergänglicher ging es ja nicht. Und dann ist aber dieses Eis und das Wasser, das hat also die Leute derart, ich weiß auch nicht wieso, aber es hatte was sehr Dramatisches. Und dann ist jemandem eine Kriegsverletzung aufgeplatzt und es war jemand blutüberströmt. Es war dann am Ende gar nicht so schlimm, der Krankenwagen kam, aber dann haben wir gesagt, jetzt brechen wir ab. Deswegen ist die Ausstellung, kriegte später den Titel von so und so viel Uhr bis so und so viel Uhr, also 1,5 Stunden. Genau. Aber ich auch hier irgendwo liegen, oder? Ja, habe ich doch auch irgendwo gesehen. Ja, siehst du, da ist der Titel. Der Titel ist jetzt 1945 bis 2155. Das war, aber der Untertitel, und damit kommt wieder der Peter Röhr, der sagt hier alles nicht so ernst und alles ein bisschen spielerisch. Der Titel der Ausstellung war eigentlich "Dies alles, Herzchen, wird einmal dir gehören". Genau. Und das kommt im Grunde aus, ich glaube, Lawrence von Arabien, der Film, wo der Scheich vor einem Nichts steht, vor einer Wüste und erklärt seinem Sohn, es ist alles nichts, aber alles deins. Und das war durchaus auf die Kunst gemünzt. Also, denn hier sind wir wieder politisch. Bei Leuten wie ihm und auch etlichen anderen natürlich war die Kunst ein großes Fragezeichen. Während ich ja noch ins Kunstcafé Funke in Gelsenkirchen marschiert bin, weil da gab es Veranstaltungen mit Titeln wie "Darf man abstrakt malen?". Das hatte sich inzwischen erledigt, aber darf man Kunst machen? Das heißt also für die bürgerliche Gesellschaft war durchaus eine Frage. Und Kunst hat ja im Grunde diese große Befreiung, auch diese räumliche Befreiung, innen wie außen, erlebt, im Grunde in späten 60er Jahren um 1970, als der Typus der Loftgalerie erfunden wurde. Vorher hatte man einen mehr oder weniger gepflegten Geschäftsraum mit einer Sekretärin und einer Rose auf dem Schreibtisch. Ja. Und dann wurden die Galerien, und das hat Charlotte natürlich auch sehr befördert, dann wurden die Galerien und Ausstellungsräume zu Werkstätten. Das waren Produktionsstätten. Es kam das Material, es kamen die Künstlerinnen und der Künstler und entstand das Werk quasi mehr oder weniger öffentlich. Heute ist das normal, aber es war nicht die Regel. Eine Galerie war wirklich ein Einzelhandel mit gepflegter Ware. Ja. Nach dem Herzchenabend hat sie ja ihre metallenen Vierkantrohre verschiedentlich im öffentlichen Raum auch inszeniert, manchmal nur um ein Foto zu machen, manchmal wirklich auch mit anderen eben zusammen. Also sie hat ganz gezielt selber erprobt, wie weit lässt sich eben dieser kooperative Aspekt, der in den Skulpturen, in diesen Elementen angelegt ist, wie weit lässt sich der realisieren? Wo? In welchem Umfeld? Mit welchen Mitspielern? Das war sozusagen eine ganz dichte Phase in der Zeit und ihr seid gewissermaßen in der Zeit nochmal scharf abgebogen, nämlich in Richtung Headshop und Pudding Explosion. Ja. Das war Anfang 68. Da zeigt sich ja auch dieser Zweifel, ob der Kunstraum der Raum ist, in dem man sich bewegt, sondern sie redet ja auch von Konsumenten und nicht von Betrachtern. Genau. Also wie weit ist Teil Kunst der Wirklichkeit, wenn ich eine Skulptur auf eine Verkehrsinsel stelle?
Und es sah übrigens toll aus, davon abgesehen. Die Fotos sind immer noch überzeugend. Ja, genau. nee, ist wirklich wunderbar. Und der spätere Umgang mit dem Nachlass durch ihren Ehemann Burkhard Brunn, der führt das ja auch fort, wo der also im Frankfurter Hauptbahnhof diese Skulpturen aufhängt, Bei auch Höchst Kataloge im Keller dazu und macht. Stuttgart und genau, super. Und ich konnte das zum Glück noch ein bisschen begleiten, indem ich immer gesagt habe, ich weiß, wie man ganz preiswert so dünne Kataloge herstellt, damit das auch dokumentiert ist, denn das muss ja auch irgendwo alles nachweisbar sein. Das Vor stimmt, allen Dingen auch zu rechtfertigen, denn er wurde ja damit quasi zum Künstler, aber immer in den vorgegebenen Bahnen. Und Ja. darüber werden wir vielleicht gleich nochmal sprechen, weil das ist wirklich kongenial wie selten. Ja, absolut. Unsere Pudding-Explosion hatte zu tun mit einem geplanten Attentat, was zum Glück nicht stattfand, wo ein amerikanischer Politiker Deutschland besuchen sollte und geplant von der APO, also außerparlamentarischen Opposition, war, den mit Pudding zu bewerfen. Und daher, glaube ich, kam das. Und also es ging darum, dass wir, jetzt rede ich von Peter Röhr und mir, und Charlotte hat das immer flankiert und hat also kräftig mit mitgearbeitet. eingerichtet, den Laden. Ja, und, die hat die Hausfassade mitbemalt. Coca-Cola-Flasche durchschießt das Porträt von Karl Marx. Und das war im Grunde auch Programm. Und dann innen einen Laden zu machen, der unserem Befinden, muss ich sagen, nicht auf unserem Befinden damals entsprach. Also jetzt Röhr, Posenske und mir, dass wir waren nicht auf der linken Seite, wir waren nicht auf der rechten Seite, sondern wir waren auf der Suche. Ja. Das heißt, also wir waren woanders. Und dieser Laden vereinte plötzlich die Dinge, die gar nicht gingen, mit geringen Mitteln, aber mit Händchen gemacht. Also Charlotte, wie gesagt, entwarf die Fassade, aber auch innen die ganzen Kartons, die unter der Decke hingen, als große Kisten. Und die Kisten, die auf dem Boden standen, waren alle aus derselben Wellpappe wie ihre Skulpturen. Es war so ein Crossover. Auf der einen Seite gab es politische Literatur. Die amerikanischen GIs durften die Village Voice zum Beispiel nicht lesen, weil die kritisch über Vietnam und den Krieg berichtete. Die kriegten sie aber bei uns. Und dann hatten wir Zubehör für den Konsum von Haschisch, kein Haschisch selber. Aber wir hatten auch irgendwann mal verlauten lassen, wir würden gerne die Mao-Bibel, dieses kleine rote Buch, was damals jedes Kind kannte, haben und kriegten dann aus irgendwelchen Kanälen Hunderte von Mao-Bibeln aus Peking geliefert. Die standen da quasi in Stapeln. Und es gab, glaube ich, 80 Glühbirnen, die ständig aus und an gingen, genauso wie ein Coca-Cola-Automat und Räucherstäbchen. Es war ein wirklich verrückter Laden mit einem ausgesprochen ernsten Unterton. Und als dann die Zeiten sich änderten, das taten sie, wie hier, wir merken das ja sehr schnell, Peter Röhr starb dann inzwischen im Herbst 68. Und die ersten Posters und unsere Geschichten oder Hippie-Tücher tauchten dann plötzlich im Souvenirshops auf oder in Drogerien. Dann habe ich den Laden auch zugemacht, dann war das getan. Dann war das getan. Und dann habe ich aber immer noch eine Zeit gebraucht, wenn ich das noch anfügen darf. Also Konrad Fischer kam Ende der 60er Jahre zu mir, nachdem wir uns durch diese Herzchen-Ausstellung ja kennengelernt hatten, und sagte, ob ich mit ihm eine Galerie aufmachen würde. Ja. Und ich habe gesagt, Konrad, guck dir doch mal an, Benno ohne Sorg, guck dir an, was da passiert. Der Scharbesuch, die Universitätsstädte kochten. Du kannst doch jetzt keine Galerie aufmachen, wobei ich mir eine bürgerliche Galerie als Einzelhandel vorstellte. Aber Fischer hat ja dann eine fabelhafte Galerie aufgemacht, sehr bescheiden, qualitätvoll, kaum zu überbieten. Und 2 Jahre später war ich so weit, dass ich sagte, ich mache auch eine Galerie auf, aber eben nicht in Düsseldorf, sondern in Köln. Ja, eine der ersten Ausstellungen bei Konrad Fischer im Herbst 67 oder zur Jahreswende sind ja dann eben Charlotte Posenenske und Hanne Darboven. Charlotte Posenenske, das war ja so eine Art Garagendurchfahrt, die er eigentlich auf beiden Seiten so einfach zugemacht hatte. Und in diesem schmalen Schlauch war eben als eine Art abstrakte Brückensituation eine riesige Konstruktion eben von Charlotte Posenenske der Wellpappe-Rohre und an den Wänden ganz bescheiden die seriellen Zeichnungen von Hanne Darboven. Also von heute aus gesehen wirklich eine unglaublich tolle Entscheidung, weil das sind die, ja, mit die 2 wichtigsten weiblichen Positionen wirklich in der Zeit, die von heute aus immer noch eben wirklich ganz viel geprägt haben. Das ging wunderbar zusammen. Zum einen, weil es 2 Frauen waren, 2 Zeitgenossen, die kaum jemandem im Begriff waren. Also Hanne Darboven war noch in New York tätig. Ja klar, die war schon weg, genau. Und will da bei Konrad, der ja mein Idealkonkurrent war in all den Jahren als Galerist, will da nicht nachtreten. Aber es war natürlich auch ein bisschen eine Notgemeinschaft im Sinne von 2 Frauen sind so gut wie ein
Mann. Ja. Heute käme man auf die Idee nicht mehr, aber das war damals, ein Spruch von ihm. ich glaube, Konrad hatte nicht die Courage, Darboven alleine auszustellen, weil ich kannte Darboven über Soluit, da hatte ich aber noch keine Galerie. Und die erste Ausstellung bei Fischer war Karl André, eine wirklich erstaunliche Ausstellung. Und diese zweite war vielleicht, weil Darboven-Zeichnungen waren sehr bescheiden, die waren zwar groß und hingen an der Wand, aber es war eben nur Papier. Und ich könnte mir vorstellen, dass Posenenske auf Konrad in der Herzchen-Veranstaltung so viel Eindruck gemacht hat, dass er gedacht hat, die möchte ich zeigen. Aber beide waren No-Name-Artists, darf man nicht vergessen. Natürlich, ja klar. Aber die Kombination erwies sich wie viele richtige Dinge im Nachhinein eben als mal wieder richtig. Ne? Absolut, genau. Februar 1968, also einerseits eben Eröffnung des Headshops, aber zur gleichen Zeit sitzt Charlotte Posenenske an ihrem Schreibtisch und formuliert ihr Manifest, wie wir es heute nennen, das dann im Mai veröffentlicht wird in der Zeitschrift Art International. Ganz bescheiden eine Seite mit der Schreibmaschine geschrieben, in der sie darüber spricht. Einerseits entwirft sie ein utopisches Ideal eines anderen Kunstbegriffs, einer anderen Identität als Künstler. Also Künstler, die nach ihrer utopischen Vorstellung in gesellschaftliche Prozesse eingebunden sind, die mit Wissenschaftlern aus anderen Bereichen zusammenarbeiten, wo gemeinsam kooperativ wieder an Lösungen, Entwicklungen für gesellschaftliche Zusammenhänge gearbeitet wird. Darüber schreibt sie, kommt aber zu dem Schluss, dass sie für ihre Zeit in dem Moment nicht sieht, dass das absehbar zu verwirklichen ist. Also das Manifest, das gleichzeitig auch das Ende ihrer künstlerischen Arbeit benennt. Gleichzeitig Peter also Peter Röhr ist ja schon sehr krank zu der Zeit. Er diskutiert aber auch mit dir, warum und in welcher Form überhaupt Kunst machen. Vielleicht kannst du diese Diskussion im Frühjahr 1968 nochmal aus deiner Ja, wir waren in Frankfurt an den Ereignissen natürlich auch nahe dran, weil Frankfurt war zu der Zeit wirklich dominiert von Studenten, von den Unruhen und Diskussionen. Und Charlotte, die wie immer sich für die Situation interessierte, in der sie existiert, in der ihre Kunst vor allen Dingen funktionieren sollte, kam zu dem Schluss, dass diese Gesellschaft braucht dringend eine Veränderung und an der würde sie gerne mitarbeiten, aber das könne sie nicht in Form von Kunstwerken. Und vor allen Dingen auch deshalb nicht, weil sie noch gar nicht richtig begriffen haben, wie Gesellschaft, wie vor allen Dingen Arbeiten funktioniert. Und dann ging sie an die Universität und studierte Soziologie, und zwar auf Arbeitsprozesse konzentrierte. Inzwischen aus dem Studentenalter wirklich raus, und hat die Kunst dann sein lassen. Sie hat die Kunst nie verflucht oder gesagt, das darf man nicht machen oder das war alles falsch, sondern das war getan und jetzt muss man was anderes tun. Und da war sie gegenüber sich selbst rücksichtslos. Und Röhr hatte auf der einen Seite keine großen Aussichten, als Künstler zu seinen Lebzeiten noch Karriere zu machen, und zum anderen diese Zweifel, von denen ich gerade sprach, also an Kunst und Gesellschaft, haben sich auf ihn auch so übertragen, dass er sagt, es hat keinen Zweck. Zum einen, ich kann nicht mehr, aber ich muss auch nicht mehr. Ja. Und insofern fanden sich die beiden da durchaus. Nur Charlotte hatte die Chance, eben in einem völlig anderen Feld weiterzumachen und hat aber, wie wir ja schon gesagt haben, die Kunst also nie wirklich verlassen. Sie hat sie aufgehoben und die Konzepte waren auch an einem Punkt, sodass jeder sie hätte weiterführen können, was ja dann in gewisser Form auch passiert ist, weil sie ihre Arbeiten als unlimitiert, unsigniert und zum Selbstkostenpreis abgab. Das war im Grunde auch der Freifahrtschein für ihren Mann, der dann sich um das Erbe gekümmert hat und eben sehr viel tun konnte. Genau, um diese Zeit herum, 68, beginnt ihre Partnerschaft eben mit Burkhard Brunn, der, genau wie Posenenske eben, die studieren sozusagen dann zusammen, schreiben ja auch an dieser großen Studie zusammen. Und 1985 erfährt Charlotte Posenenske, dass sie unheilbar krank ist und greift zurück auf ihr künstlerisches Werk, sichtet ihr Werk gemeinsam mit Burkhard Brunn
dann kommst du eben auch ins Spiel und mit deiner Frage an Posenenske, ob sie daran interessiert wäre, noch einmal eine Ausstellung zu machen, dann eben in deiner Kölner Galerie. Das war dein Vorschlag. Ich weiß, dass Charlotte, wie Burkhard mir später sagte, alle unsere Einladungen, die wir aus unserer Galerie, die 1970 begann, geschickt haben, aufmerksam anguckte und sagte, komisch, der macht immer noch Kunst und verdient sogar Geld damit. Das war für sie also, aber es war nicht ihr Thema. Ja. Und jetzt wusste ich, dass sie sehr krank war und ich möchte sie gerne mal besuchen, weil das klang so, als ob das nicht mehr lange gehen würde. Und dann war ich in Frankfurt und ich sehe sie noch auf dem Balkon sitzen, guckte ins Freie. Ich glaube, die Bäume waren grün und sie machte eigentlich gar keinen unglücklichen Eindruck, redete aber wenig. Und dann irgendwie schoss mir in den Kopf, sie zu fragen, sag mal, hättest du gerne eine Ausstellung? Ich weiß, dass die Sachen ja noch existieren. Mhm. Und damit war sie wohl überrascht, aber ja, erstaunt, aber angenehm überrascht, würde man sagen. Ja, ja. Und dann haben wir die Ausstellung gemacht, aber sie hat sie nicht mehr erlebt, weil sie starb dann doch schneller als gedacht. Und die Ausstellung war hinreißend, weil zum ersten Mal, und jetzt bin ich natürlich in der Gegenwart, zum ersten Mal konnte die sich entfalten in einem großen loftartigen Raum mit 8 Säulen. Genau. Und sie sah so blendend aus und sie sah so neu aus und sie sah so vollkommen aus wie nie zuvor. Denn es waren vorher, wenn man sich die Galerieräume oder auch Museumsräume auf den anderen in den 50er, 60er Jahren anguckt, das hatte nicht diese Purezza. Klar, die für uns muffige, wir hatten Asphaltfußboden, wir hatten weiße Wände, wir hatten Neonröhren. Und das war genau, wenn man so will, die Welt, in die sie gehörte und in der sie auch so fabelhaft funktioniert hat. Die Räumlichkeit bei dir meinst du in der Galerie, genau. Diese offene, loftartige Situation. Ja, das waren so 700 Quadratmeter und viel Licht. Und genau. das war wirklich, denke ich, eine gute Idee. Und hatte ein bisschen dazu beigetragen, ohne dass ich mir darauf was einbilden möchte, aber dass das Posenenske nicht verloren ging. Ja, mit Sicherheit. Ja. Das war der Anfang. Und ich denke, das war ein ganz wichtiger Startschuss, dass Burkhard Brunn im Gespräch mit dir konzeptuell versucht, das, was er verstanden hatte, eben wie Posenenske selber damit umgehen wollte, daran eben weiterzuarbeiten. Diese Mischung aus Spiel und Besessenheit im Umgang mit Posenenske, die, ich glaube, das kann ich sagen, ohne dass ich was Intimes war, die sich sehr geliebt haben. Ja. Und sich ergänzt haben intellektuell wie kaum jemand sonst. Und auch immer diese Schnittstelle zwischen der Welt der Kunst und der Welt der Arbeit im Kopf hatten. Und was Burkhard da macht, ist, wenn man so will, das ist Trauerarbeit. Zum Wohl der verstorbenen Frau, aber auch zum Wohl der Kunst ganz allgemein. Und als dann irgendwann auf der Documenta die Arbeiten auftauchten, wie gesagt, war das für die Kunstwelt, die es an sich hätte besser wissen können, wirklich eine Entdeckung. Aber die Vorleistung, abgesehen von Charlotte selber, die ist natürlich tatsächlich, also das ist Brunn, das waren diese Heftchen, die wir gemacht haben. Genau. Ja, absolut, genau. Charlotte Posenenske, einmal im ich glaube, Frankfurter Hauptbahnhof, in der Markthalle in Frankfurt. Die Lufthansa genau. oder hier das war die Hauptbahnhofgeschichte. Das ist doch toll, ne? Ja, das ist wirklich, wirklich toll, ja. Mhm. Und es sind auch ganz schöne Kataloge geworden. Und ich bin mir sicher, dass das in den 80er Jahren nicht einfach durchzusetzen war. Weil ich meine, da hat es ja überhaupt gar kein Verständnis mehr gegeben dafür oder noch nicht, wie immer man das sagen will. Und da hat er wahrscheinlich ein paar Mitstreiter gehabt, aber das ist sicherlich nicht einfach gewesen. Ja, Brunn argumentiert sehr klar und schlüssig und eindeutig und er weiß genau, womit das zu tun hat. Es ist nicht jemand, der träumt und möchte mal was Schönes machen, sondern das hat Struktur. Genau. Das hat gedanklich Struktur, das hat praktisch Struktur und nahezu immer war die Lösung die richtige. Ja. Und das muss man erst mal schaffen. Aber, das ist völlig richtig, ja. Ja, da kann ihn mancher Galerist und eben auch mancher Museumsmensch beneiden. Ja, absolut. Und dann kommt eben, wenn man nochmal auf die letzten 2 Jahrzehnte schaut, also wie gesagt, 2002 habe ich angefangen, eben das Werk von Charlotte Posenenske auszustellen. Und zwar eben nicht nur im Kontext jetzt aus der Daimler Art Collection heraus, eben nicht nur im Kontext amerikanischer und europäischer Kunst der 60er Jahre, sondern eben immer auch im Dialog mit jungen zeitgenössischen Positionen. Was ganz wichtig war und wo es wirklich tolle Konstellationen gab und man da schon über die Ausstellung einfach nachvollziehen konnte, wie eben so eine Diskussion weitergeht. Und Burkhard Brunn, was ich auch eine ganz tolle Entscheidung finde, hat ja auch vor etwa 10 Jahren angefangen, ganz konsequent Ausstellungen zu konzipieren mit zeitgenössischen jüngeren Künstlerinnen und Künstlern, die
sich Werke auswählen von Charlotte Posenenske, wo er praktisch im Dialog mit jüngeren Künstlern Ausstellungen entwickelt. Es gibt immer bestimmte thematische Vorgaben, aber so geht gewissermaßen das Gespräch weiter. Und über diese Interaktion von unserer Sammlung hier, von Museen natürlich eher, die ab 2005 auch dann das ausgestellt haben, hat sich eine internationale Aufmerksamkeit entwickelt für das Werk von Posenenske. Das ist einfach atemberaubend. Also wenn man sich klar macht, dass eine Künstlerin, die lange Zeit niemand mehr kannte, mittlerweile wirklich in allen großen Museen der Welt ausgestellt worden ist, sei es als Einzelausstellung, sei es in großen Gruppenausstellungen. Also das ist wirklich sensationell, von der Tate Modern bis nach Singapur. Ich habe aus unserer Sammlung, wir haben sie 2005 und 2007 und in der Zeit haben wir das in Buenos Aires gezeigt, in Sao Paulo, wir waren in Johannesburg damit und es gab immer, gerade um das Werk von Posenenske, immer tolle Diskussionen. Ja, ohne die Qualität wäre das nicht gegangen. Also zum Beispiel, Genau wenn jetzt so die Düsseldorfer, das Düsseldorfer Museum K20 die Ausstellung hat, die übrigens gerade vorher in Barcelona gezeigt wurde und davor eben in New York, die Art Foundation, und das sind wirklich profunde Adressen. Absolut. Kröller-Möller-Museum hat eine fantastische Ausstellung auch gemacht, eine Einzelausstellung Charlotte Posenenske vor 2 Jahren. Mit jeder Institution, also mit den Interpreten gewissermaßen, die aus dem musealen Kontext kommen, mit den räumlichen Gegebenheiten. Also im Kröller-Möller-Museum in Otterlo war es zum Beispiel fantastisch. Die Ausstellung begann im Außenbereich mit Werken, die auf einer Backsteinmauer hingen. Dann waren einfach Dinge im Foyer. Es war ein offener Ausstellungsraum, wo ein sehr schönes Arrangement war. Und dann ging es wieder in der Natur weiter. Und man konnte sehen, das Werk von Posenenske, diese Werke, bestehen jede Situation. Ja, das ist ja auch hier im Hauptbahnhof genauso. Sie verändern sie. Sie bestehen sie nicht nur, sie verändern sie und definieren Situationen nochmal neu. Also das ist eben toll zu sehen, wie sich sowas entwickelt. Ja. Und das Schöne ist eben, dass diese Situationen, die ja im Grunde vergänglicher Natur sind, wenn man so will, wie unsere Herzchen-Ausstellung damals, trotzdem aber wirklich handfeste Spuren hinterlassen haben. Also so wie bei euch in der Daimler Art Collection, die ja etliche Werke besitzt, aber auch jetzt die Tate Gallery, wo die Riesenausstellung war, hat wirklich eingekauft für ihre Sammlungsbestände. Dann, die Art Foundation hat auch einen ganz großen Block gekauft. Ja, aus, glaube ich, 150 Elementen. Ja, bestehen. Nein, das ist eben sehr schön, weil unfassbar, damit auch der Nachweis, dass das alles passiert ist, im kulturellen Gedächtnis, wenn man so will, der Museen erhalten bleibt. Verfügbar ist und erhalten bleibt, absolut. Aber das Schöne ist eben, es war der ganze Weg, den also Brunja maßgeblich dann weitergeführt hat, war kein bequemer Weg. Und es war auch nicht einer, dem es nur darum ging, Widerstände abzubauen, sondern klarzumachen, was man will. Ja. Und Scholte war eben so jemand, der diese ungeheure innere Freiheit hatte, in diesem System Ja und Nein zu sagen, ohne sich abhängig zu machen. Es ging auch nicht um Ruhm und es ging vor allen Dingen nicht um Wohlstand, sondern es ging um die Arbeit. Und dass sie dann nach ihrer künstlerischen Arbeit sich soziologisch um Arbeit, das Thema Arbeit, ausdrücklich Thema Arbeit gekümmert hat, passt so wie alles andere, was wir jetzt gerade auch schon besprochen haben. Paul, das ist unser Schlusswort. Nein, du solltest ein Schlusswort. Nein, das war das Schlusswort.